Deutsche lassen einen vor der Tür warten, wenn man sie abholen kommt und bitten einen nicht in die Wohnung hinein. Ja! Neue Woche, neues Video. Vor 2 Wochen haben wir einen Aufruf gestartet und haben euch gefragt, Was für Stereotype kennt ihr über Deutsche? Am besten sogar aus der Sicht von Muslimen. danke für die ganzen Nachrichten, die ihr uns zugeschickt habt. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, dass wir entschieden haben, dass wir einfach 2 Videos draus machen. Ihr habt ganz schön viele Vorurteile, by the way. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Video ab. Los. Ja. Das ist schon oft passiert. Das ist nicht mehr. Ja, vielleicht. Ich finde, Panik klingt ein bisschen übertrieben. Oder die Kassiererinnen werden aggressiv so. Soll ich das selber wissen oder? Ja, stimmt, an der Kassiererin liegt's ja. Ah, Ich bedanke mich auch immer, wenn jemand anderes es macht. Panik oder sie werden aggressiv? Ich immer so, danke, sehr aufmerksam. So ist das halt. Wofür sind die sonst da? Genau. Aber so ein bisschen hat man auch Schiss, Ja, dass doch. so dein vorderstes Ding bei der Person vor dir mit abgerechnet wird. Also ich achte auf jeden Fall drauf. Verstehst du? Nur dann kann man da so gechillt draufblicken. Also es stimmt, wenn wir das Wort Panik durch ein anderes Wort austauschen? Ja, stimmt schon. Ja. Stimmt. Ja. Nie im Leben würde ich das machen. Ja, das ist Ey. super weird. Oh mein Gott. Über die macht man sich auch bitte lustig. Ja, auch für das jeden. Das ist so weird. Ey, das ist so weird. Schlimmste. Niemals. Niemals, niemals, niemals. Ich habe meinen Vater letztens Baba Escobar genannt. Danke. Ja, es gibt sie, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das Ja. normal. Also das wird auch von anderen Deutschen verachtet. Ey, ist wirklich Man zu nennt seine viel. Eltern doch nicht beim Ja. Vornamen. Ja, Mann. Mama ist Mama und Papa ist Papa. Das ist deine Mutter. Nennen sie Mama oder Mutti oder so. Oder Anne oder weiß ich nicht. Baba. Geht nicht anders. Papa. Nein, Baba. Ja, es stimmt. Aber es stimmt. Es ja, gibt's. nur mit der Anmerkung, dass es ganz wenig ist und sie halt verachtet werden von anderen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. 100%ig. Haben wir gerade heute Morgen beim Frühstück gemacht. Ich meine, man fragt doch klar vorher, wie viel jeder isst, damit man genug hat. Und jemand hungern muss, oder? Ich glaube, genau das wollen die hören. Ich hatte 2 Freunde zu Besuch und die erste Frage war, wie viele Aufbackbrötchen esst ihr pro Person? Und genau so viele haben wir in den Ofen getan. Keins mehr und keins weniger. Der Deutsche an sich zählt der ab. Ich glaube schon, wenn man irgendwie beim Bäcker steht und sich Brötchen holt, also Stimmt. Stimmt. That's right. Ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ja, ich zähle Schrippen ab. Boah, hat das wirklich einer erlebt von euch da draußen? Krass. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ob sowas wirklich gibt. Was? Hä? Ist es jetzt aber so von wegen als Jugendlicher, du kriegst Besuch und dann darf der Gast nicht essen? Hä, das ist doch Bullshit. Hat das wirklich jemand erlebt? was lassen sie? Die lassen jemanden im Kinderzimmer warten. Ja, ich gehe jetzt essen. Achso, auch wenn du als Kind jemanden zu Besuch da hast? Ja, genau. Aber ich würde sagen, es gibt's nicht. Also, Doch, gibt's bestimmt. meinst du? Doch, gibt's bestimmt. So dieses, ja, aber ich habe jetzt echt nur 3 Kohlrouladen gemacht und damit Mutti auch was isst. Nee, Mann, meine Mutter hat immer so richtig schön Ja. Obstteller geschnitten für alle, der dann aussah wie ein Gesicht. Und wenn Abend gegessen wurde, dann fair verteilt, dass auf jedem Teller genau gleich viel ist. Nee, also wirklich nicht. Meine Mama hat immer extra weniger gegessen, damit meine Freunde was zu essen haben. Und dann noch die Freunde von meinem Bruder und dann noch die Freunde von denen. Also ich meine, klar kommt man dann zu diesem unangenehmen Punkt, dass der Gast unerwartet da ist und man nicht genügend Brötchen gekauft hat. Aber dann kann man ja mal teilen. Das geht ja. Ich glaube, das stimmt schon bei einigen. Dass man das gar nicht so sieht Ich glaube, das gibt's nicht. oder sich die Betroffenen gar nicht so bewusst sind. glaub, das gibt's nicht. schon. Wow, aua. Also ich glaube, das ist eher so ein ganz mies gelaufener Einzelfall. Das ist dann auf jeden Fall eine richtig traurige Familie, bei der ihr gelandet Voll. seid. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich echt gelernt habe, durch meine Freunde mit Migrationshintergrund, türkisch-arabischen Migrationshintergrund, da war es was ganz anderes. Also dieses Teilen hat irgendwie eine ganz andere Kultur. Da habe ich das auch erst so richtig gelernt, dass man halt einfach mal dann für seine Kumpels halt auch mal was zu trinken holt oder auch mal ein Essen ausgibt und dann nicht 3,65 € zurückverlangt. Also von den deutschen Freunden waren alle sehr, sehr großzügig, was Essen betraf. Ja. Da wurde doch. immer eingeladen und Getränke und Ja, nie allgemein, finde ich. Tut mir echt leid. Ja, mir auch. Es stimmt nicht. Und es Nein. tut mir richtig krass leid, Ja, mir auch. dass euch das passiert ist.
Ja, das stimmt so krass. Ich hätte jetzt eher das Gegenteil gesagt, dass Deutsche so mega das Schamgefühl haben. Wofür soll ich mich schämen, Bruder? Wofür soll mein Vater sich schämen? Krass, ich habe letztens mit meiner Freundin gefacetimed und ihr Vater ist einfach nackt, original im Hintergrund die ganze Zeit hin und her gelaufen. Kennst du für Leute? Digga, er ist nackt duschen gegangen einfach. Draußen auf der Gartendusche und er wusste, dass ich da bin. In meiner Familie nicht. Vielleicht ist das der bayerische Hintergrund, den ich habe, aber Ja, das ich ist muss sagen, ich habe auch gerade daran gedacht. Ja. Meine Familie kommt bei halt uns aus dem nicht. Osten. So. FKK, Ja, na klar. Das Ost-West ist auch der Unterschied. Ost-Westen, die Ossis, die sind überall nackt, immer. Die ziehen ihre BHs aus, überall Eltern, das interessiert die alle gar nicht. Ja, bei uns ist es so, eine Person in der Familie duscht und alles wird abgesperrt und niemand sieht das. Und Ich glaube, das ist sehr geteilt, weil einerseits haben wir super prüde Menschen, die also das auf keinen Fall machen würden. Andererseits haben wir Swingerclubs und FKK. Also So wie ich ich habe gehört. noch nie jemanden in Unterhose begrüßt oder nackt. ich wäre würde jetzt sagen falsch. richtig. Also aus meiner Erfahrung hier eher falsch. Stimmt nicht. Also, stimmt nicht im Westen. Darf nicht stimmen. Darf nicht stimmen. Aber ja, in Deutschland existieren solche Sachen. Und ich habe von solchen Geschichten gehört. Aber andere Deutsche mögen das nicht. Nee. Ja. Was ist das denn für ein Vorteil? Okay, gut. Ja gut, ich kann den nachvollziehen. Und dann nicht zugeben, dass sie probieren wollen. Was ist das denn? Schmeckt das gut? Ist es jetzt was Schlimmes, neugierig zu sein, wenn du etwas zu essen siehst so, und es nicht kennst? Ich mach's nicht, hab's noch nie gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Ich kenne mehr so dieses, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ach so, man will es gar nicht wissen Das und ist so. wieder ein Bayern-Ding, aber bei uns ist eher so dieses, du isst halt das, was du kennst. und Eigentlich das, was bringst du immer mir die auf den Tisch ganzen kommt. Vorurteile gegenüber Bayern. So. Ich arbeite dran, meine Kultur nach außen zu tragen. Ich habe sicherlich schon mal nachgefragt, was jemand da auf seinem Teller hat, wenn das ausländisch aussieht und keine Haxe ist. Sicherlich schon mal gefragt. Keine Ahnung, das weiß ich doch nicht. Das ist ein sehr lustiges Vorurteil. Kann ich nicht zu sagen. Ja. Also ich glaube, das ist schon ein Grund, aber ja, das stimmt schon. Deutsche Hochzeiten sind klein, traurig und niemand kann tanzen. Ey, das ist so ein... Schreibt uns in die Kommentare, welche Vorteile ihr gegenüber Muslimen habt. Ja, und dann machen wir ein schönes neues Video daraus, oder? Fiese? Spaß. Ja! Spaß.